Die Akademie der Vernunft und Bar Rouge präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Das alte Ägypten hingegen war Schauplatz einer der ersten grundlegenden Entwicklungen in der Mathematik. Vor etwa 8000 Jahren fanden alte Nomadenstämme an den Ufern des Nils ideale Bedingungen für den Ackerbau vor. Die Überschwemmungen des Nils machten das Land an seinen Ufern nämlich besonders fruchtbar. Um dieses wichtige Ereignis vorherzusagen, zählten die Ägypter die Tage zwischen einer Flut und der nächsten und legten so die Struktur ihres Kalenders fest. Bei Überschwemmungen gingen jedoch auch die den Ackerbauern zugewiesenen Grenzen verloren. Daher war es für die Verwalter sehr wichtig, diese wiederherstellen zu können. Die Entdeckung von Mathematik und Geometrie ging also mit den Bedürfnissen der Bürokratie einher. Das Wissen um die Messung von Oberflächen ermöglichte es, die richtigen Besitzflächen neu zu definieren, um die richtigen Steuern zu berechnen. Das System zur Längenmessung bezog sich auf Körperteile und hatte als Grundlage die Elle, sprich die Länge des Unterarms vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen. Die Elle setzte sich aus 7 Handbreiten zusammen, während eine Handbreite aus 4 Fingern bestand. Die ägyptische Elle war ein Längenmaß, das ungefähr 52,5 cm entsprach. Diese Maßeinheit wurde später, wenn auch mit leichten Abweichungen, sowohl von der griechischen als auch von der römischen Kultur übernommen und gelangte praktisch unverändert bis ins Mittelalter, wo sie in ganz Europa als Maßeinheit für den Bau und den Handel verwendet wurde. Aber auch in der arabischen Kultur sowie in den asiatischen und afrikanischen Kulturen fanden Elle und Handbreite ihren Weg. Heute sind zwar weltweit standardisierte Maßeinheiten wie der Meter vorherrschend, doch in einigen Gemeinschaften und traditionellen Zusammenhängen werden Elle und Handbreite noch immer als ungefähre Maßeinheiten verwendet. Im alten Ägypten wurde als Maßeinheit für Land ein Streifen Land von der Größe einer Elle mal 100 Ellen verwendet, was etwa 327 Quadratmetern entspricht. Die Landvermesser des Pharaos mussten oft unregelmäßige Landflächen vermessen, um die Notwendigkeit, immer komplexere Berechnungen anzustellen, machte sie zu den ersten Mathematikern und Geometern der Geschichte. Wie haben die Ägypter Zahlen angegeben? Sie entwickelten in Analogie zu ihrer Hieroglyphenschrift ein völlig anderes System als beispielsweise die Elhamiten oder Sumerer. Sie verwendeten keine Berechnungen im Sinne von Steinen, sondern Zeichen, deren Ursprung noch nicht eindeutig geklärt ist. Möglicherweise bezeichneten diese Zeichen Gegenstände. In einigen Thesen wird behauptet, dass sie einen Gegenstand bezeichneten, zum Beispiel die Lotusblume, der eine phonetische Ähnlichkeit mit dem Begriff für die dargestellte Zahl haben soll. Die Zahl 1 wird, wie in fast allen Kulturen, mit einem senkrechten Stab dargestellt, sprich in Anlehnung an den bereits erwähnten Begriff der bijektiven Funktion. Die Zahl 10 wurde durch eine Art Hufeisen dargestellt.
Im alten Ägypten war das Pferd ursprünglich nicht als einheimische Tierart vertreten. Die alten Ägypter setzten zunächst hauptsächlich Esel als Arbeits-, Transport- und in einigen Fällen auch als Kampftiere ein. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Pferde im 2. Jahrtausend vor Christus von benachbarten Völkern wie den Nubiern und Asiaten in Ägypten eingeführt wurden. Die Verwendung von Pferden in Ägypten wurde während des Neuen Reichs ca. 1550 bis 1070 vor Christus häufiger, insbesondere nach Kontakten mit nahöstlichen Mächten. In dieser Zeit wurden Pferde hauptsächlich als Zugtiere und in geringem Maße als Satteltiere eingesetzt. Esel waren jedoch noch weit verbreitet und wurden bei vielen alltäglichen Tätigkeiten eingesetzt. Außerdem war zur Zeit der Einführung des hufeisenähnlichen Symbols der Beschlag von Pferden noch unbekannt. Daher wird angenommen, dass das Hufeisen, wie auch das nächste Symbol, das stattdessen eine Spirale für die Zahl 100 ist, einfach eine ikonografische Darstellung der Tatsache war, dass eine Schnur, an der man zieht, das Analogon der Zahl 1 ist. Wenn man sie biegt, ist sie das Analogon der Zahl 10. Und wenn man sie dann rollt, ist sie das Analogon der Zahl 100. Diese Hypothese ist durchaus vorstellbar, aber die folgenden Symbole sind es nicht. Sie sind, wie wir bereits gesagt haben, eine Lotusblume in einem gebogenen Finger und das Symbol für die Million ist sehr interessant, weil es ein Mann ist, der seine Arme in den Himmel hebt, als ob er himmlische Ehrfurcht vor diesen riesigen Zahlen auszudrücken wollte. Eine weitere interessante Sache über die Ägypter ist, dass sie, abgesehen von der Geometrie, über die wir bei der nächsten Begegnung sprechen werden, in der Arithmetik eine ganz besondere Art hatten, Berechnungen durchzuführen. Zunächst einmal rechneten sie mit ganzen Zahlen, zum Beispiel mit Multiplikationen, auf eine Weise, die dem System entspricht, das heute von Computern verwendet wird. Sie rechneten auf Basis 2, auch wenn sie ein Dezimalsystem hatten. Im ägyptischen System stand ein horizontaler Strich für den Wert 1 und ein Punkt für den Wert 10. Um größere Zahlen darzustellen, kombinierte man also horizontale Linien und Punkte. Zum Beispiel wurde die 1 mit einem horizontalen Strich dargestellt. 2 wurde mit 2 horizontalen Linien dargestellt, 3 mit 3 horizontalen Linien, 10 wurde mit einem Punkt dargestellt. 11 wurde mit einem Punkt über eine horizontale Linie hergestellt. 12 mit einem Punkt über 2 horizontalen Linien. 13 mit einem Punkt über 3 horizontalen Linien und so weiter. Dieses System war jedoch nicht so ausgereift und bequem wie das heutige dezimale Positionssystem. Die Komplexität des ägyptischen Systems nahm mit größeren Zahlen zu und machte komplexe Berechnungen schwierig. Obwohl wir das Dezimalsystem verwenden, rechnen unsere Computer im ägyptischen Binärsystem. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.